And I think he just got tired of the stress and the uncertainty of it. And the next day, he was filing for divorce. Elon Musk, der geniale Milliardär hinter Tesla und SpaceX, hat ein unruhiges Liebesleben. Aber was geschah wirklich hinter verschlossenen Türen? Warum ließ sich seine Frau plötzlich von ihm scheiden? Und welche schockierende Wahrheit führte zur Trennung? Bleiben Sie dran, wenn wir die wirkliche Geschichte hinter Elon Musks gescheiterten Ehen aufdecken. Wussten Sie, dass Elon Musk mehrfach verheiratet war? 1 für Ja, 0 für Nein. Wo ist sie jetzt? Und was war es? Diese Frage ist schockierend. Also bleiben Sie dran. Schauen wir uns zunächst das Leben des Paares vor dem ganzen Drama an. Junge Liebe und Elons unerschütterliche Suche. Die Geschichte von Elon und Justine begann, als sie sich in den 1990 Jahren an der Queen's University in Ontario, Kanada, kennenlernten. Als Studentin der englischen Literatur hatte Justine ein starkes Interesse an Literatur, Schreiben und Geschichten erzählen. Elon fühlte sich zu Kreativität, Problemlösung und Erfolg angezogen, und er zeigte bereits die Intensität, die ihn später auszeichnen sollte. Ihre erste Begegnung führte nicht sofort zu einem Feuerwerk. Später erinnerte sich Justine daran, wie Elon sie dreist zum Eisessen eingeladen hatte. Sie dachte, es sei nur eine weitere informelle Einladung und lehnte ab. Aber schon damals hatte Elon nichts auf die leichte Schulter genommen. Da er sich weigerte, aufzugeben, tauchte er später mit 2 geschmolzenen Eistüten in ihrem Wohnheimzimmer auf. Seine Hartnäckigkeit war charmant, aber sie deutete auch auf den entschlossenen, unnachgiebigen Charakter hin, der schließlich ihre Beziehung bestimmen sollte. Justine fand Elons soziale Interaktionen etwas roboterhaft, auch wenn sie seinen Ehrgeiz und seine Intelligenz respektierte. Er war geradlinig und ließ gelegentlich die Wärme der Spontaneität vermissen. Seine Selbstsicherheit war jedoch bestechend. Er hatte eine überlebensgroße Vision für die Zukunft. Und es war unmöglich, nicht in gewisser Weise in seinen Bannkreis zu geraten. Nach Elons Umzug ins Silicon Valley nahm das Paar seine Beziehung wieder auf, nachdem es einige Jahre lang mit Unterbrechungen zusammen gewesen war. Seine geschäftlichen Unternehmungen, wie Zip2 und später PayPal, begannen an Fahrt zu gewinnen. Währenddessen arbeitete Justine an ihrem ersten Roman und verfolgte ihre eigenen Ziele. Trotz ihrer Unterschiede glaubten beide an den Erfolg, an die Überwindung von Hindernissen und daran, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Zumindest eine Zeit lang schien das Band unzerstörbar zu sein. Das Auftreten von Machtungleichgewichten in der Ehe. Elon und Justine begannen im Januar 2000 ein neues Kapitel in ihrer Ehe. Als sie sich in Kalifornien ein gemeinsames Leben aufbauten, waren ihre ersten Ehejahre voller Aufregung und Hoffnung. Doch schon in diesen ersten Jahren gab es Anzeichen für Konflikte. Elon betrachtete das Leben, einschließlich seiner Ehe, häufig als ein strategisches Unterfangen, da er sich auf Effizienz und Ergebnisse konzentrierte. Er schätzte Selbstbeherrschung, Disziplin und Vorwärtsbewegung. Justine hingegen schätzte emotionale Tiefe, Ideenreichtum und Leidenschaft. Elon hatte eine hierarchische Sichtweise auf Beziehungen, während sie sich eine Partnerschaft auf der Grundlage von Gleichberechtigung wünschte. Später erzählte sie von Zeiten, in denen sie sich an den Rand gedrängt fühlte und eher wie ein Rollenspieler als ein gleichberechtigter Partner behandelt wurde. Elon, der Elektrofahrzeuge und Raketen konstruierte, hatte einen Geist, der ständig auf Hochtouren lief. In seinem Privatleben erwartete er das gleiche Maß an Ordnung und Konformität. Bei einem besonders aufschlussreichen Vorfall soll er zu Justine gesagt haben: „Ich würde dich feuern, wenn du mein Angestellter wärst." Als Elon ihr sagte, „Ich bin das Alpha-Tier in dieser Beziehung", war dies eines der ersten Anzeichen von Kontrolle in ihrer Ehe. Zuerst tat sie es ab, aber seine Worte wurden wahr. Justine kämpfte darum, ihren Platz in Elons Welt zu finden, und fühlte sich nach und nach immer weniger zugehörig. Später erzählte sie, dass Elon sie daran erinnerte, dass er sie gefeuert hätte, wenn sie eine Angestellte gewesen wäre, wann immer sie versuchte, sich durchzusetzen. Der Tod ihres ersten Kindes ist ein tragisches Ereignis. Nevada Alexander, ein Sohn, war das erste Kind des Paares, das 2002 geboren wurde. Einen Moment lang gab es nur Freude in ihrer Welt. Doch die Freude wurde getrübt, als Nevada im Alter von 10 Wochen am plötzlichen Kindstod, SIDS, starb. Justine war von dem Verlust am Boden zerstört. Sie kämpfte mit dem unfassbaren Schmerz, ein Kind zu verlieren, und litt unter tiefer Trauer. Elon hingegen behielt seine Gefühle für sich,
wie es seine Art war. Er zog es vor, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, anstatt in seinem Kummer zu schwelgen. Elon unterbrach Justines Versuch, den Verlust anzusprechen, mit der Bemerkung, er wolle nicht darüber sprechen. Ihre Ehe war von dieser emotionalen Kluft geprägt. Um mit der Tragödie fertig zu werden, musste Justine ihren Kummer mitteilen. Elon hingegen glaubte, dass Gefühle dem Fortschritt im Wege stehen. Vorwärts zu gehen, ohne zurückzuschauen, war sein Bewältigungsmechanismus. Justine fühlte sich jedoch durch das Schweigen über ihren Verlust noch mehr allein. Das Paar wandte sich an die IVF, weil es fest entschlossen war, seine Familie weiter zu vergrößern. Griffin und Xavier, Zwillinge, wurden 2004 geboren. Kai und Damien Saxon, Drillinge, wurden 2 Jahre später geboren. Ihr Zuhause hätte warm und liebevoll sein sollen, besonders mit 5 kleinen Kindern. Stattdessen erlebte Justine ein wachsendes Gefühl der Ausgrenzung. Sie kämpfte darum, ihre Identität zu bewahren, während sie gleichzeitig 5 Kinder großzog. Aufgrund seiner unerbittlichen Arbeitsmoral war Elon häufig abwesend und mehr mit seinem wachsenden Imperium beschäftigt als mit seiner Familie. Er erwartete Ordnung und Effizienz, wenn er da war. Anstatt sich als Partnerin zu fühlen, entdeckte Justine, dass sie in seinem Leben eher eine Statistin war. Das Ungleichgewicht in ihrer Ehe war nicht zu leugnen. Elon wusste genau, was er von einer Ehefrau erwartete. Jemand, der sich perfekt in seine hochgesteckte, reglementierte Welt einfügt. Ich bin das Alpha-Tier in dieser Beziehung, sagte er einmal zu Justine. Für ihn war das eine Tatsachenbehauptung. Es war die Erkenntnis, dass sie sich selbst völlig verloren hatte. Scheidung, öffentlicher Fallout und die Bruchstelle. Die Ehe von Elon Musk und Justine Musk war im Jahr 2008 unumkehrbar zerrüttet. Was als Romanze zwischen 2 intelligenten, aufstrebenden Menschen begann, hatte sich zu einem Konflikt mit unerfüllten Bedürfnissen, Machtkämpfen und emotionaler Distanz entwickelt. Lange Zeit fühlte sich Justine wie ein kleiner Teil von Elons großer Geschichte. Doch selbst sie konnte nicht vorhersehen, wie schnell ihre Ehe enden würde. Plötzlich erhielt sie eines Tages eine SMS von Elon. Eine, die jede noch bestehende Hoffnung auf eine Versöhnung zunichte machte. Ohne Umschweife teilte er ihr mit, dass er mit einer anderen verlobt sei. Ohne Diskussion oder Vorwarnung verkündeten sie eiskalt und sachlich, dass ihr gemeinsames Leben offiziell vorbei sei. Und das Erstaunlichste daran, emotional. Rechtlich und romantisch war er bereits weitergezogen. Elon und Justine schienen ein Leben zu führen, wie es sich die meisten Menschen nur vorstellen können. Elon führte einige der innovativsten Unternehmen der Welt. Sie hatten 5 Kinder und sie waren reich. Doch ihre Ehe hatte sich hinter verschlossenen Türen zu einem Kampf um Macht und Autonomie entwickelt. Ein Kampf, in dem Justine das Gefühl hatte, keine Stimme mehr zu haben. Elons Geschäftspraktiken und seine Herangehensweise an Beziehungen waren bemerkenswert ähnlich. Ergebnisorientiert, effizient und gnadenlos. Sein Glaube an einen disziplinierten, strukturierten Lebensstil übertrug sich auf ihre Ehe. Elon betrachtete die Beziehung als hierarchisch, während Justine sich nach Gleichheit und emotionaler Tiefe sehnte. Sie hatte als Frau mit eigenen Ambitionen und als seine intellektuelle Ebenbürtige begonnen. Aber sie hatte das Gefühl, im Laufe der Jahre in den Hintergrund zu geraten. Heute ist sie mit Elon Musk verheiratet. Nicht die Schriftstellerin, die Denkerin, die Träumerin Justine Musk. Trotz ihrer emotionalen Trennung hätte Justine nie gedacht, dass Elon die Mutter seiner Kinder plötzlich verlassen würde, um einer anderen einen Heiratsantrag zu machen, ohne es ihr überhaupt zu sagen. Aufgrund der finanziellen Vereinbarung, die Justine Jahre zuvor unterschrieben hatte, entwickelte sich das Scheidungsverfahren schnell zu einem strittigen Rechtsstreit. Elon hatte sie zu Beginn ihrer Ehe dazu überredet, einen Ehevertrag zu unterzeichnen, in dem er ihr versicherte, dass es sich nicht um einen Ehevertrag handelte. Justine unterschrieb ihn ohne viel nachzudenken, weil sie dachte, sie würden sich nie scheiden lassen. Die Folgen ihrer Unterschrift wurden ihr jedoch erst bewusst, als die Scheidung offiziell vollzogen wurde. Sie erhielt nur einen kleinen Teil dessen, was ihr ihrer Meinung nach zustand, weil der Nachehevertrag ihre finanziellen Ansprüche stark einschränkte. Elons Vermögen war zu diesem Zeitpunkt auf mehr als 100 Millionen Dollar angewachsen. Aber Justine kämpfte um einen gerechten Anteil für sich und ihre Kinder. Im Gegenzug behauptete Justine, der Vertrag sei wegen unvollständiger finanzieller Offenlegung nichtig. Elons wachsender Reichtum, insbesondere nach dem PayPal-Verkauf, sei zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht angemessen offengelegt worden.
so ihr Anwaltsteam. Sie behaupteten, dass Elon den Vertrag möglicherweise betrügerisch gestaltet hat, indem er seine finanzielle Situation falsch darstellte. Elon ließ sich jedoch nicht beirren. Er beharrte darauf, dass Justine den Vertrag freiwillig unterschrieben hatte und dass er daher vollstreckt werden müsse. Justine bestand darauf, den Vertrag anzufechten. Und der Rechtsstreit zog sich über 2 Jahre hin. Elons nachehelicher Vertrag wurde nach jahrelangem juristischen Gerangel vom Gericht bestätigt. Der Rechtsstreit war jedoch nicht unbedingt beendet, denn der Richter erkannte die Komplexität des Falles und ließ ihn zur Berufung zu. Justine konzentrierte sich darauf, ihren Kindern eine sichere Zukunft zu bieten, auch wenn sie den finanziellen Streit verlor, um zu gewährleisten, dass ihre 5 Söhne beide Elternteile in ihrem Leben haben, sah die Scheidungsvereinbarung das gemeinsame Sorgerecht für sie vor. Die Reaktion der Öffentlichkeit und Justines offene Antwort. Die meisten Scheidungen von Prominenten werden durch private Vergleiche und vertrauliche Vereinbarungen ruhig und diskret abgewickelt. Justine war jedoch fest entschlossen, nicht in den Hintergrund zu treten. Sie wollte nicht eine weitere Frau sein, die zuvor mit einem Milliardär verheiratet war. In ihren eigenen Worten, sie hatte eine Geschichte zu erzählen. In einem Essay, der in der Zeitschrift Marie Claire veröffentlicht wurde, schilderte Justine das Scheitern ihrer Ehe auf ebenso rohe wie offene Weise. Sie hielt nichts zurück. Die emotionale Vernachlässigung, die Machtkämpfe und die Art und Weise, wie sie das Gefühl hatte, dass Elon ihr Selbstwertgefühl allmählich auslöschte, waren alles Themen, über die sie in ihrem Text schrieb. Zu den auffälligsten Aspekten ihres Aufsatzes gehörte die Art und Weise, wie sie die Dynamik ihrer finanziellen Situation in Erinnerung rief. Die Tatsache, dass Justine mit einem der reichsten Männer der Welt verheiratet war, hinderte sie nicht daran, jemals ein Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit zu erleben. Elon war für ihre Besitztümer, ihre Ausgaben und in vielerlei Hinsicht für ihre Fähigkeit, sich aus der Situation zurückzuziehen, verantwortlich. Als sie den Scheidungsprozess durchlief, beschrieb sie, wie sie um eine faire Abfindung kämpfen musste. Der Grund, warum sie mehr Geld wollte, war nicht, dass sie mehr Geld wollte. Sie wollte vielmehr das, was sie ihrer Meinung nach als gleichberechtigte Partnerin auf ihrem gemeinsamen Weg verdient hatte. Der Aufsatz von Justine, der ein lebhaftes Bild davon zeichnete, wie es ist, mit einem Mann wie Elon Musk verheiratet zu sein, war sehr aufschlussreich. Ein brillanter und ehrgeiziger Mensch, der emotional nicht verfügbar ist. Auch wenn ihre Worte bei vielen Menschen Anklang fanden, wurde Elon in einer Weise dargestellt, die bei einigen Menschen Unbehagen hervorrief. Elon Musk war in einer der grundlegendsten menschlichen Beziehungen, seiner Ehe, gescheitert. Trotz all seiner Errungenschaften, einschließlich seiner technologischen Fortschritte und seiner Träume von Reisen ins All. Nicht nur die Scheidung selbst war schockierend, sondern die Tatsache, dass Elon Justine für eine andere Frau verlassen hat, war vielleicht der schockierendste Aspekt ihrer Geschichte. Eine Schauspielerin aus dem Vereinigten Königreich namens Tallulah Riley, die 14 Jahre jünger ist als Justine, wurde Elons neue Verlobte. Die beiden hatten sich in einem Londoner Club kennengelernt und fühlten sich auf Anhieb zueinander hingezogen. Während Justine noch versuchte, mit der Auflösung ihrer Ehe fertig zu werden, befand sich Elon bereits mitten in einer turbulenten Romanze mit einer Frau, die kaum im heiratsfähigen Alter war. Für Justine ging es dabei um mehr als nur darum, dass Elon mit seinem Leben weitermacht. Das Thema, um das es ging, war die Ablösung. Elons Wunsch nach einer neuen romantischen Partnerschaft war nicht darauf beschränkt. Sein Wunsch war es, eine andere Art von Frau zu haben. Der jüngere der beiden. Jemand, der noch nicht jahrelang emotional vernachlässigt worden war, was sie zermürbt hatte. Tallulah war bemerkenswert, denn sie war nicht nur attraktiv, sondern auch brillant und engagiert. Andererseits fehlte ihr die nötige Erfahrung, um eine Ehe mit einem Mann von Elons Kaliber zu führen. Nachdem sie jahrelang das Gefühl hatte, im Leben ihres Mannes eine untergeordnete Rolle zu spielen, war Justine zu dem Schluss gekommen, dass Tallulah die nächste Person in der Reihe war. Jemand, der in naher Zukunft einen Vorgeschmack darauf bekommen würde, wie es ist, in Elon Musks Umlaufbahn zu sein. Die Schnelligkeit, mit der Elon wieder heiratete, war bezeichnend für die Art und Weise, wie er an das Leben heranging. Ich freue mich immer auf das, was kommt. Vermeide es, ständig in der Vergangenheit zu verweilen. Leben nach der Scheidung. Justine erfindet sich neu. Nach der Scheidung wurde Justine vor eine Entscheidung gestellt, die sie treffen konnte. Sie hatte die Möglichkeit zuzulassen,
Dass die Erfahrung sie zu dem machte, was sie war. Oder sie konnte ihre Identität selbst in die Hand nehmen. Sie entschied sich für die zweite Möglichkeit. Sie kehrte zu ihrem ursprünglichen Interesse am Schreiben zurück. Es wurden Romane veröffentlicht, die tiefe emotionale Themen und die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes widerspiegelten. Darüber hinaus wurde sie zu einer Fürsprecherin für Frauen, die mit hochrangigen Persönlichkeiten verheiratet waren, und sie nutzte ihre Plattform, um darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, in einer Beziehung das eigene Selbstbewusstsein zu bewahren, trotz des Schmerzes, den sie infolge der Scheidung empfand, machte sie unmissverständlich klar, dass sie für die Lektion, die sie gelernt hatte, dankbar war. Sie konnte etwas zurückgewinnen, was sie durch den Weggang von Elon verloren hatte. Sie ist autark. Die nachfolgenden romantischen Partnerschaften von Elon. Als Tallulah Riley 2008 Elon Musk kennenlernte, war sie gerade dabei, sich in der britischen Filmindustrie einen Namen zu machen. In Filmen wie Stolz und Vorurteil und Saint Trainians hatte sie sich einen Namen gemacht. Und sie galt als junge Schauspielerin, die über viel Talent verfügte und eine chancenreiche Zukunft vor sich hatte. Der Unterschied zwischen Tallulah und Justine besteht darin, dass Tallulah Musk kennenlernte, als er bereits Milliardär war, während Justine Musks intellektuelle Ebenbürtige und Partnerin während seiner frühen Kämpfe gewesen war. Er war nicht länger ein Unternehmer, der darum kämpfte, Tesla und SpaceX profitabel zu machen. Er war nun eine beeindruckende Persönlichkeit in der Welt der Technologie, die Branchen anführte und in der ganzen Welt Anerkennung genoss. Musk ist ein Mann, der für seine Introvertiertheit und seine Besessenheit von der Arbeit bekannt ist. Ihre erste Begegnung fand in einem Londoner Nachtclub statt, der für ihn ein äußerst unpassendes Umfeld zu sein schien. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch dabei war, seine Scheidung von Justine abzuschließen, ließ er sich davon nicht abhalten, etwas Neues zu suchen. Nachdem einige Zeit vergangen war, bemerkte Tallulah, dass Elon intensiv und fesselnd war, anders als alle anderen, denen sie je begegnet war. Auf eine für Musk charakteristische Weise hat er sie mit seiner Schnelligkeit, Entschlossenheit und Unerbittlichkeit umgehauen. Er flog sie nach Los Angeles, wo sie aus erster Hand einen Einblick in seine Welt bekam, die aus Privatjets, milliardenschweren Unternehmen und Raumfahrtambitionen bestand. Tallulah geriet schnell in den Bannkreis von Musk, obwohl sie 14 Jahre jünger war als Musk. Nur 2 Jahre nachdem sie sich kennengelernt hatten, heirateten sie im Jahr 2010 in einer aufwendigen Zeremonie. Obwohl die Hochzeit extravagant war, glaubte Elon nicht, dass es sich bei der Romantik um ein Märchen handelte. Das Problem war eine Frage der Beständigkeit. Tallulah schien eine beruhigende Präsenz in seine chaotische Welt zu bringen, etwas, das er nach dem Scheitern seiner ersten Ehe nur mit Mühe gefunden hatte. Die erste Scheidung. Eine Zeit lang sah es so aus, als hätte Elon sein Glück wiedergefunden. Nachdem sie sich an seinen anspruchsvollen Lebensstil gewöhnt hatte, übernahm Tallulah die Rolle der Stiefmutter für seine 5 Kinder und wurde selbst Stiefmutter. Andererseits ließ Musks Arbeitsethik, genau wie Justine gewarnt hatte, wenig Raum für persönliche Beziehungen. Seine Arbeit bei Tesla und SpaceX nahm ihn tagelang in Anspruch, und er verschwand immer wieder für einige Tage. Er erwartete von Tallulah, dass sie seine Abwesenheit klaglos hinnimmt. Im Jahr 2012 hatte die Ehe des Paares bereits zu bröckeln begonnen. Tallulah fühlte sich zunehmend isoliert, da sie nicht in der Lage war, der Enge ihres Lebens zu entkommen, das von ihr verlangte, sich Elons Routinen anzupassen und seine geschäftsorientierte Denkweise zu übernehmen. Daraufhin erklärte Elon Tallulah auf kühle Art und Weise, dass er sie nicht mehr liebte, ein Schritt, der der Art und Weise, wie er seine Ehe mit Justine beendete, unheimlich ähnlich war. Kurze Zeit später reichte er die Scheidung ein. Die zweite Ehe, ein zum Scheitern verurteilter Versuch eines Neubeginns weniger als 18 Monate nach der Scheidung des Paares kam es bei Musk zu einem Sinneswandel. In Anbetracht der Tatsache, dass er einen Fehler gemacht hatte, versuchte er erneut, mit Tallulah Kontakt aufzunehmen. Sie gab ihm eine zweite Chance, auch wenn es gegen alle Wahrscheinlichkeit war. Im Juli 2013 gaben sie sich zum zweiten Mal das Ja-Wort. Außenstehende waren über die Situation verblüfft. Wenn der erste Heiratsversuch bereits gescheitert ist, gibt es keinen Grund, dieselbe Person erneut zu heiraten. Einige Leute waren der Meinung, dass Elon nur schwer loslassen konnte. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, die Kontrolle über die Ergebnisse auszuüben. Es ist möglich, dass er seine gescheiterte Ehe als etwas ansah, das er verbessern konnte. Genau wie ein Problem, das in der Technik auftritt.
Ich glaube, dass Tallulah ihrerseits an die Möglichkeit einer Veränderung geglaubt haben muss. Die Idee war, dass die Dinge dieses Mal anders sein würden. Sie haben versucht, sich für eine gewisse Zeit anzupassen. Es war Musks Versuch, mehr Präsenz zu zeigen. Außerdem war Tallulah eine Unterstützerin seiner Arbeit. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie gemeinsam Veranstaltungen besuchten. Außerdem schien es für eine kurze Zeit so, als hätten sie erfolgreich herausgefunden, wie sie in Elons schnelllebiger Welt koexistieren können. Doch schon bald darauf traten in ihrer zweiten Ehe dieselben Probleme auf, die ihre erste Ehe geplagt hatten. Wieder einmal hatte Elons zwanghafter Arbeitsplan Vorrang vor ihrer Beziehung, statt vor ihrer Beziehung. In dieser Zeit distanzierte er sich emotional und verbrachte mehr Zeit bei SpaceX und Tesla als zu Hause. Wenn Tallulah längere Zeit allein war, hatte sie den Eindruck, dass sie mit einem Mann verheiratet war, der mehr Wert auf Raketen als auf Romantik legte. Sie unternahmen einen zweiten Versuch zu heiraten, aber die emotionale Distanz und das Ungleichgewicht, das zwischen ihnen bestand, blieben unverändert. 2016 war Tallulah schließlich am Ende ihrer Kräfte, nachdem sie es 3 Jahre lang versucht hatte. Diesmal war sie diejenige, die das Scheidungsverfahren einleitete. Die Trennung verlief einvernehmlich, und Musk stimmte einer weiteren Einigung zu, die sich auf mehrere Millionen Dollar belief. Anders als bei der ersten Trennung war dieses Mal ganz klar, dass sie nicht mehr zusammen waren. Die nächste Beziehung von Elon. Wenn Tallulah die Person war, der Musk half, sein Gleichgewicht im Leben aufrechtzuerhalten, dann war Amber Heard das komplette Gegenteil. Nach seiner zweiten und endgültigen Scheidung von Tallulah Ende 2016 zog Musk schnell weiter zu, der Hollywood-Schauspielerin, und stürzte sich in eine der dramatischsten und umstrittensten Beziehungen seines Lebens, als er seine Beziehung mit ihr begann. Amber Heard, die erst kürzlich eine vielbeachtete und turbulente Trennung von Johnny Depp hinter sich hatte, schien eine neue Art von Chaos in die Welt von Elon Musk zu bringen. Ihre Beziehung war nicht nur voller großer romantischer Gesten, sondern auch voller Streitereien und emotionalem Aufruhr. Es war eine Beziehung, die schnell und intensiv verlief. Amber war schon seit langem von Musk fasziniert, und es wurde berichtet, dass er sie jahrelang verfolgte, bevor sie tatsächlich zusammenkamen. Sobald sie zusammenkamen, verwandelte sich ihre Beziehung in ein öffentliches Spektakel, bei dem Paparazzi sie verfolgten und alles fotografierten, was sie taten. Doch trotz der intensiven Synergie zwischen ihnen zeigten sich sehr schnell Risse. Die Zeit, die sie miteinander verbrachten, war voller Höhen und Tiefen, leidenschaftlicher Momente, gefolgt von Konfrontationen, die unerträglich waren. Schließlich endete ihre Beziehung nach einer Reihe von Trennungen und anschließenden Versöhnungen und Wiederversöhnungen. Es war eine Phase in Musks Leben, die sich als genauso chaotisch wie seine früheren Beziehungen herausstellte, wenn nicht sogar noch unberechenbarer als je zuvor. Was ist also schiefgelaufen? Und warum hat sich Elon, der für seine Intelligenz und seine Fähigkeit, strategisch zu denken, bekannt ist, in eine so instabile Beziehung verstrickt? Unmittelbar nach seiner Trennung von Tallulah, Riley entdeckte Musk, dass er sich zu der Schauspielerin Amber Heard hingezogen fühlte. Die beiden waren bereits seit einigen Jahren zusammen, bevor ihre Beziehung im Jahr 2016 öffentlich bekannt wurde. Als Heard 2012 noch mit Johnny Depp verheiratet war, entwickelte Musk Berichten zufolge ein Interesse an ihr, obwohl er sie mit verbissener Entschlossenheit verfolgte, ihr Nachrichten schickte und über gemeinsame Freunde Treffen mit ihr arrangierte. Geschah in dieser Zeit nichts Bedeutendes. Musk sah eine Gelegenheit, endlich eine Beziehung mit Heard zu beginnen, als die vielbeachtete Scheidung, die sie mit Depp durchgemacht hatte, 2016 zu Ende ging. Nachdem die beiden zum ersten Mal in Miami und dann erneut in Australien zusammen gesehen wurden, bestätigten sich die Gerüchte, die schon seit einigen Monaten im Umlauf waren. Anfang 2017 begannen sie, gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen und romantische Momente in den sozialen Medien zu posten, was den offiziellen Beginn ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit markierte. Trotz ihrer Intensität war die Beziehung von Musk und Heard von Konflikten geprägt. Es wurde berichtet, dass Musk Hals über Kopf in Heard verliebt war. Musk hatte die Angewohnheit, sich innerhalb kürzester Zeit in Beziehungen zu verstricken. Wenn sie finanzielle Hilfe brauchte, unterstützte er sie mit umfangreichen finanziellen Mitteln und üppigen Geschenken, darunter auch teure Reisen. Ihre Persönlichkeiten hingegen neigten dazu, aufeinander zu prallen,
was dazu führte, dass sich ihre Beziehung zu einem Kreislauf aus intensiver Romantik und hitzigen Auseinandersetzungen entwickelte. Ihre turbulente Liebesbeziehung endete im August 2017, nachdem sie beendet worden war. Die anspruchsvollen Zeitpläne und Lebensstile des Paares, die im Widerspruch zueinander standen, wurden von Quellen, die dem Paar nahestanden, als Hauptgründe für die Trennung genannt. In einem Interview verriet Musk, dass er sehr verliebt gewesen sei und dass die Trennung ihn sehr mitgenommen habe. Musk war untröstlich über diese Enthüllung. Später in diesem Jahr versuchten die beiden, der Liebe eine neue Chance zu geben, indem sie ihre Beziehung wieder aufleben ließen, obwohl sie sich zunächst getrennt hatten. Ihre grundlegenden Differenzen blieben bestehen, und Anfang 2018 trennten sie sich endgültig von ihrer Beziehung. Musk gab später zu, dass er sich zwar weiterhin um Heard sorgte, die Beziehung zwischen den beiden aber zu schwierig geworden war, um sie aufrechtzuerhalten. Grimes, eine Beziehung zwischen intellektueller Bindung und Exzentrizität. Nach seiner Beziehung mit Amber Heard, die von einigen Schwierigkeiten geprägt war, legte Musk eine kurze Datingpause ein, bevor er eine der ungewöhnlichsten Beziehungen seines Lebens einging. Claire Boucher, eine kanadische Musikerin und experimentelle Künstlerin, war diejenige, die ihre Beziehung auf unkonventionelle Art und Weise während ihrer gemeinsamen Zeit initiierte. Als Musk über künstliche Intelligenz forschte, stieß er auf die Arbeit von Grimes und war sofort von ihrem Musikstil und ihrer künstlerischen Vision fasziniert. Musk soll sie über einen obskuren Witz über Rokos Basilisk, ein Gedankenexperiment mit künstlicher Intelligenz, angesprochen haben. Berichten zufolge führte dieser Scherz zu ihrer Verbindung. In kurzer Zeit entwickelte sich ihre Online-Konversation zu etwas Tiefgründigerem. Sie schockierten die Welt mit ihrer unerwarteten Paarung, indem sie 2018 gemeinsam die Met Gala besuchten, was als Katalysator dafür diente, dass ihre Beziehung öffentlich bekannt wurde. Grimes, die für ihre avantgardistische Musik und ihre künstlerischen Exzentrizitäten bekannt ist, schien ein seltsames Paar für den milliardenschweren Unternehmer zu sein. Die Tatsache, dass beide eine Leidenschaft für Technologie, Futurismus und intellektuelle Debatten hatten, brachte sie jedoch zusammen. Die Beziehung zwischen Musk und Grimes hatte etwas Surreales an sich, im Gegensatz zu seinen früheren Beziehungen, die größtenteils auf konventionellen romantischen Beziehungen beruhten. Bei zahlreichen Gelegenheiten konnte man beobachten, dass die beiden tiefgehende Gespräche über Themen wie künstliche Intelligenz, Weltraumforschung und die Zukunft der Menschheit führten. Laut Grimes ist Musk eine brillante, aber verrückte Persönlichkeit, und die Beziehung zwischen den beiden spiegelte diese besondere Dualität wider. Einen Monat später, im Mai 2020, wurden sie zum ersten Mal Eltern. Sie nannten ihr Kind XAEA12 Musk, ein Name, der im Internet schnell populär wurde. Sowohl Musk als auch Grimes erklärten, die Aussprache sei eine Kombination aus Verweisen auf künstliche Intelligenz und einer Hommage an ein Aufklärungsflugzeug. Viele Menschen hatten jedoch Schwierigkeiten, die Aussprache zu verstehen. Sie waren bereit, sich über Konventionen hinwegzusetzen, und der ungewöhnliche Name spiegelte sowohl ihre gemeinsame Vision für die Zukunft als auch ihre Bereitschaft, dies zu tun. Wider. Die Beziehung zwischen den beiden war trotz ihrer starken intellektuellen Verbindung mit Schwierigkeiten behaftet. Die Kombination von Grimes' eigenen künstlerischen Aktivitäten und Musks anspruchsvollem Arbeitsplan wurde zu einer Quelle von Spannungen zwischen den beiden. Musk bestätigte im September 2021, dass sie sich teilweise getrennt hatten, obwohl sie sich weiterhin die elterliche Verantwortung für ihren Sohn teilten. Obwohl sie behaupteten, kein Paar mehr zu sein, wurden sie häufig zusammen gesehen, was zur Komplexität ihrer Beziehung beitrug. Anfang 2022 wurde bekannt, dass das Paar heimlich ein zweites Kind durch Leihmutterschaft empfangen hat. Das Kind war eine Tochter, die den Namen XA Dark Sidereal Musk erhielt. Trotzdem wurde ihre romantische Beziehung im März 2022 offiziell als beendet eingestuft. Nachdem einige Zeit vergangen war, äußerte sich Grimes zu ihrer Beziehung und erklärte, dass sie sich weiterhin liebten, obwohl sie unterschiedliche Prioritäten hatten. Sie betonte, dass sie nach wie vor die besten Freunde seien und sich der gemeinsamen Erziehung ihrer Kinder widmen würden. Zealous. Siobhan. Die unerwartete Beziehung zu einer hochrangigen Führungskraft. Mitte des Jahres 2022. Als sich die Welt noch auf Musks unkonventionelle Beziehung zu Grimes konzentrierte,
tauchte eine schockierende Nachricht auf. Es stellte sich heraus, dass Musk mit Shevon Salis, einem leitenden Angestellten seines Unternehmens Neuralink, heimlich Zwillinge gezeugt hatte. Die Enthüllung darüber wurde öffentlich gemacht. Salis, eine weithin anerkannte Expertin für künstliche Intelligenz, hatte mehrere Jahre lang eng mit Musk zusammengearbeitet. Als leitende Angestellte bei Neuralink war sie maßgeblich an den Bemühungen des Unternehmens beteiligt. Sein hochgestecktes Ziel der Integration künstlicher Intelligenz mit dem menschlichen Gehirn zu erreichen. Im November 2021 brachte Salis Musks Zwillinge zur Welt. Nur wenige Wochen bevor sein zweites Kind mit Grimes per Leihmutter geboren wurde. Ihre berufliche Beziehung entwickelte sich schließlich zu etwas Persönlichem. Und im November 2021 brachte Salis Musks Nachwuchs zur Welt. Viele Menschen waren überrascht, als sie erfuhren, dass Musk eine Liebesbeziehung mit Salis hat. Vor dieser Nachricht gab es keine öffentlichen Anzeichen dafür, dass die beiden eine Liebesbeziehung hatten. Darüber hinaus warf die Tatsache, dass Salis eine hochrangige Führungsposition in einem seiner Unternehmen innehatte, Bedenken hinsichtlich der Dynamik am Arbeitsplatz auf. Musk und Salis haben es geschafft, ihre Beziehung als Eltern respektvoll und privat zu halten, trotz der Kontroverse, die die beiden umgab. Im Gegensatz zu seinen früheren Beziehungen wurde diese Beziehung weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten. Salis ist immer noch bei Neuralink beschäftigt. Und Musk hat während der gesamten Beziehung eine aktive Rolle im Leben ihrer Kinder übernommen. Die kurzlebige Romanze mit einer australischen Schauspielerin Natasha Bassett. Fast unmittelbar nachdem bekannt wurde, dass Musk Zwillinge mit Siobhan Salis bekommen hatte, kamen Gerüchte auf, dass er mit der australischen Schauspielerin Natasha Bassett zusammen sei. Anfang 2022 wurden die beiden zusammen gesehen, was Gerüchte über eine neue romantische Beziehung der beiden aufkommen ließ. Bassett, die ein aufsteigender Star in Hollywood ist, hatte vor kurzem durch ihre Rolle in Elvis, einem Biopic über den legendären Sänger, auf sich aufmerksam gemacht, obwohl es Gerüchte gab, dass sie und Musk schon seit geraumer Zeit heimlich zusammen waren, wurde ihre Beziehung nie offiziell bestätigt. Es schien, als wäre ihre Beziehung nur von kurzer Dauer gewesen, denn Musk wurde schon bald nach ihrer Trennung mit anderen Frauen gesehen. Die Beziehung zwischen Bassett und Musk schien nur ein kurzes Kapitel im sich ständig verändernden Liebesleben von Musk zu sein. Justine und Elon haben es geschafft, ihre gemeinsame Beziehung zum Wohle ihrer Kinder aufrechtzuerhalten, trotz der Turbulenzen, die während ihrer Scheidung aufgetreten sind. Obwohl sie nicht mehr direkt miteinander kommunizieren, tun sie dies über Elons Assistentin, um die mit dem Elternsein verbundenen Aufgaben zu bewältigen. Seitdem hat Justine deutlich gemacht, dass sie Elon gegenüber keinen Groll hegt, obwohl sie einräumt, dass er vielleicht nicht der ideale Partner für sie gewesen wäre, erkennt sie weiterhin seine brillante und ehrgeizige Art an. Sie hat im Laufe der Jahre jeglichen nachklingenden Ärger verarbeitet und akzeptiert, dass ihre Ehe ein Kapitel in ihrem Leben war, das sie dorthin geführt hat, wo sie jetzt ist. Sie hat auch die Wut verarbeitet, die vielleicht noch in ihr schlummerte. Justine verfolgt derzeit eine Karriere als Schriftstellerin und erzieht gleichzeitig ihre 5 Söhne in Los Angeles, wo sie derzeit lebt. Einige ihrer Romane wurden veröffentlicht und sie hat sich ein Leben aufgebaut, das ganz und gar einzigartig für sie ist.